Cool und lässig kommt er daher, David Garrett. Seine Töne, die er der Violine entlockt, können sehr sanft sein. Aber auch kraftvoll und energisch. In Millennium Symphony, seinem neuesten Werk, blickt der 44-Jährige musikalisch auf die letzten 25 Jahre zurück. 4,5 Millionen verkaufte Alben, 32 Gold- und 14 Platin-Auszeichnungen. David Garrett kann auf einen außergewöhnlichen Erfolg zurückblicken. Auf unserer Abendschaubühne. Hallo, herzlich willkommen. Hi, schön, dass du wieder da bist. Danke, danke. Ja, jetzt bist du nicht mehr alleine. The Loneliest. Fühlst du dich als Musiker manchmal auch so oder genießt du es dann eher auch, dass du mal nur mit der Geige einsam ist man ja nie, das muss ich ja sagen. Ja. Also ich habe immer so ein großes Team um mich herum, so viele Leute, die mitreisen. Ja. Da ist man eigentlich wirklich nie alleine. Es gibt sicherlich mal einen Moment, wo man sagt, okay, wäre jetzt schön mal wieder die eigenen vier Wände zu sehen, aber grundsätzlich ist man nie einsam. Aber es ist einfach ein toller Song, tolle Melodie und vor allem eine Band, die ich sehr schätze. Ein toller Leadsänger, charismatisch, gute Stimme, passt super zum Album. Genau, da hast du nämlich einige deiner Lieblingssongs ausgesucht und zusammengestellt. Der letzten 25 Jahre, ja, so lange machst du das auch. Also ja, ich mach schon ein bisschen ich wollte sagen, wir spielen schon länger, aber wirklich auf den ganz großen Bühnen. Das Konzept war halt so ein bisschen was Frisches zu machen, Sachen, die halt so in den letzten Jahren noch so in der Präsenz auch vom Gehör von vielen Leuten, die halt Radio und Fernsehen schauen. Und insofern war die Idee wirklich was Frisches zu machen, was Neues, was auch so ein bisschen was Schönes, Rundes zu Weihnachten. Genau. Also weil du hast ja, ich habe es ja eingangs gesagt, ein Riesenrepertoire drauf und kannst wahrscheinlich Songs, die hunderte Jahre alt sind. Aber eben dieses Repertoire, diese Bandbreite ist ja auch Wahnsinn. Was macht es dann aus für dich, dann so einen Song auszuwählen und vor allen Dingen, wie wählst du ihn für die Geige auch aus? Erstmal Melodieführung im Gesang ist sehr, sehr wichtig. Also die Melodie muss beim ersten Mal schon beim Instrument funktionieren. Also es ist wie genauso, wenn eine Brahms-Sonate spielt. Sehr gute Melodieführung hier auch. Danach wähle ich so auch die Stücke und die Qualität der Stücke aus. Und dann kommt natürlich ein Album zusammen, was auf der Geige super funktioniert. Dann kommt der kleine Arrangeur in mir durch, der natürlich das auch gelernt hat in New York, große orchestrale Arrangements zu schreiben. Und das kombiniert mit einer schönen Band, die das auch unterstützt, kommt so ein Projekt raus. Hast du ja schon gesagt, eben du bist selten alleine unterwegs, du hast wirklich ein Riesenteam mit dir auf der Bühne. Und da habe ich gehört, ist dir auch ganz wichtig, dass du sagst, wir sind Teamplayer. Ja? Also es muss zusammen funktionieren und obwohl du ja auch irgendwo Solist bist, oder wie funktioniert es für dich? Also irgendwie im Team, aber du natürlich schon die Hauptperson. Ich sehe mich nicht als Hauptperson. Also ich sehe mich als natürlich die Person, die in der Öffentlichkeit steht, aber nicht als Hauptperson. Also die Gedanken, die ich natürlich bei einem Projekt habe, die versuche ich so gut wie möglich hinzubekommen. Aber wenn man dann Promoreisen macht und natürlich dann das Produkt im Endeffekt steht, dann sind die anderen Menschen fast schon wichtiger als ich. Ich sitze zwar jetzt hier, habe die Geige in der Hand, aber es sind viele Leute, die versuchen dann, mich in gute Sendungen reinzubekommen, wie hier natürlich. Ja, war schwer, aber du hast es geschafft. Ja, ihr hattet so einen kleinen Slot open, insofern ich bin froh, dass ich hier sein darf. Nein, das ist natürlich ein Team-Effort, absolut. Und wie gesagt, ich bin halt die Person in der Öffentlichkeit, das repräsentiert, aber das ist natürlich alles mit ganz vielen Menschen, die wahnsinnig hart dafür arbeiten und freue mich natürlich auch für die, wenn das ein Erfolg ist, klar. Aber harte Arbeit ist ein gutes Stichwort, weil das ist ja wirklich was dich immer ausgezeichnet hat, was du immer gesagt hast. Also es ist dann auf der Bühne, dann ist es immer leicht und es soll leicht aussehen, aber wir haben doch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wie viel harte Arbeit wirklich dahinter steckt. Das wissen ja die wenigsten, oder? Ganz verschiedene Facetten. Also das Geigespielen an sich natürlich ist einfach ein Beruf oder man muss halt jeden Tag dranbleiben, man muss jeden Tag üben, die Feinmotorik trainieren, dass die Intonation stimmt, das Vibrato, die Bogenführung, also dass da immer der ideale Soundpunkt getroffen wird. Darüber hinaus, aber es ist auch ein Musikgeschäft, du musst auch dich reinkneten außerhalb des Geigenspiels, in Verträge, in gucken, wie sieht die Promo aus, mag ich das nicht, was möchtest du machen mit dem Album und da
da sind ganz viele Facetten, die nehmen schon sehr viel Zeit in Anspruch. Das glaube ich. Ich mache ja so viele Sportsendungen. Das ist bei Sportlern auch oft das Gleiche. Ja? Auch die müssen natürlich andere Dinge auch machen, in Fernsehsendungen kommen und so. Kannst du das sagen, wie viele Stunden am Tag du tatsächlich dann noch trotzdem trainierst und spielst? Also wenn du auf Tour bist und auch wenn du mal also ich bin froh, wenn ich nur 1,5 Stunden bis 2 Stunden habe, wo ich einfach minimalistisch Sachen halt wie Tonleiter, Vibrato, Handgelenkvibrato, Fingervibrato, Armvibrato, mal auch so die Grenzen der Geige nochmal austesten. Also immer wieder die Basics, aber erstmal. Basics. Ja. Totale Basics, eigentlich wie Dehnübungen wahrscheinlich beim Sport und einfach ganz leichtes Training, aber sehr, sehr guter Freund und mein Lehrer Itzhak Perlman hat immer gesagt, if you want to play fast, practice slowly. Wenn du schnell spielen möchtest, arbeite und übe langsam. Da ist viel Wahrheit drin. Ja, das stimmt. Du hast zum Beispiel auch einen Song von Taylor Swift ausgewählt. Der war ja auch ein Riesenhype im Sommer, war in München stimmt, auch. Du hast es aber gar nicht geschafft, weil du natürlich auch so viele Termine hast. Warst nicht beim Konzert, oder? Nee, ich hab's nicht live erlebt, aber war ja voll in den sozialen Medien. Man hat das Gefühl gehabt, man war mittendrin. Das stimmt. Und hat es alles auch miterlebt. Aber ich hab's Warum mal den wichtigen Song von ihr auch? Jetzt mal aus dem Stegreif hier. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das ist ja dann auch der Reiz, wie du schon sagtest, die Menschen kennen es irgendwo aus dem Radio und hören es dann wirklich völlig anders. Ich danke dir sehr. Das war's schon. Ja, das war's schon. Ne, David. Viel zu kurz.